Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu VTM Swansong. Alter, jetzt reiß dich doch mal da zusammen, Junge. Okay, wir werden gleich mit ihm sprechen. Ich möchte mich aber... was war das gerade? Ich möchte mich gerade aber erst nochmal hier ein bisschen umgucken. Denn... Oh. Oh nee, ich dachte eben, da wäre was. So, oh, guck mal hier. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. Ja. Jason, proud of his family and his success. So, das sind natürlich seine Frau. Jason, Nein. proud of his family and his success. Das wollte ich nicht. So, genau hier. Lydia, radiant and beaming. So, und die Tochter. June, who looks more like Jason than Lydia. Okay, sonst gibt's hier nicht, ne? Ja, nettes Bild, muss ich sagen. So, ich glaube, das können wir mal ausmachen. Haben wir hier noch Sachen? Hier ist doch noch was. What a mess. Nobody's done the cleaning in ages. Ja, er kann halt nicht aufräumen. Ich weiß zwar natürlich nicht, ob er für die Sauberkeit hier verantwortlich ist, aber... So, oh, warte, hier ist noch Somebody was. slept here. Okay. Die Frage, wer? Die Frau? Der Mann? Okay, da ist auch noch... Vor allem, wieso ist hier so viel Pizza? Gab es hier eine Party oder? Ich habe keine Ahnung. So. Oh, hier ist doch noch was, oder? Boston Police District D4. Sicut Patribus sieht in... Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ich glaube, das hatten wir schon beim letzten Mal. Ja. This is terrible. Alright. So, hast du irgendwas zu erzählen? I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Na, das werden wir noch sehen. Oh, guck mal hier, wo geht's denn? Oh, das sieht auch sehr interessant aus. So, aber ich glaube, sonst ist hier nichts mehr in dem Raum, ne? Nee, okay, wir reden mal mit ihm. Ich hoffe, er gibt uns die richtigen Antworten. Mr. Adams? No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Wahrscheinlich aber noch, als er den Kopf auf hatte, ne? So, er muss sie wieder unter Kontrolle bringen. Ist nicht seine Schuld. Guck mal hier, 100%. Präsenz. Oh, das bringt... Oh, 3 Blutpunkte. Ja, das nützt nichts, ne? Wir müssen es machen. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. Mhm. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Ja, das ist schon mal gut. Wir haben ihn auf jeden Fall zum Reden bekommen. So, mehr über die Moore-Familie. Ja. Erstmal allgemein. Was kannst du denn erzählen? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Ja, er hat sich natürlich seinen Kunden angepasst, ne? So, Besucherfeinde. Ja, komm. Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well, Yes. his visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. Nö. That's what working for us is like.
He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch nicht unbedingt Vampire an meine Tochter lassen. So, hat er irgendwelche Feinde? Did he have any enemies that you were aware of? No, he was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Ich wollte es gerade sagen. Von wegen. So, war er treu? Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Ich glaube sogar, dass er treu war. Irgendwie glaube ich das. So, weiterreden. Ah, okay. So, was mit der Ehefrau? Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Eine echte Lady. Oh, guck mal, hier können wir irgendwie was... Wir machen erstmal hier. Ja genau, wo ist sie denn überhaupt? Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Hat sie dann die Tochter auch mitgenommen, oder wo ist die? Wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die Tochter mitgegangen ist. So, hat sie dann irgendwelche Feinde? Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. War sie treu? Warte mal. Ah, Gott. 78%, wir könnten... Oh, aber das kostet so viele Punkte. Ich versuch's mal mit 5. Komm, 78%. Ist glaube ich, eine gute Chance. Ja, es war klar. Oh, shit. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Oh. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And No. you would certainly not like to find out. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Ja, red mal weiter. Wo ist die Tochter? I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the Was? start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Alter, ihr wisst nicht, wo die Tochter ist? Was? Ich hoffe, das hat er schon der Polizei erzählt, weil wäre mal schön, wenn man die Tochter sucht. Alter. So, was ist mit den Bodyguards? Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Okay, Wu ist auf jeden Fall der den Code Red gemeldet hat. So, was wollen Sie damit sagen, auf einen harten Kerl gemacht? What do you mean by acting tough?
More than once I overheard them talking to Mr. Moore, like they were his boss. The world upside down. They worked for us, just like your dear Mr. Moore. I hope they won't find another job anytime soon. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line. Several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell. But nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Mehr über die Tiefgarage? The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes. Using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Ja, danke schön. Okay. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Na, okay, also es war schon recht aufschlussreich. So, also auf jeden Fall Tiefgarage in der Küche. Es gibt aber auch noch ein erstes Obergeschoss. Da gucken wir nochmal, aber eins nach dem anderen. So. Können wir mit dir Why is the reden? FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Okay, ihn könnten wir theoretisch auf jeden Fall anzapfen. So, ich glaube, das hatten wir schon mal gelesen, ne? Genau, ja, ja. Das hatten wir schon gelesen. Hier waren wir, glaube ich, eigentlich auch schon. Boah, das ist schon echt eine geile Wohnung, ne? Das ist schon eine geile Wohnung. So, ich frage mich aber immer noch, wer die ganze Pizza gegessen hat. Das hatten wir schon. So, wir könnten hier theoretisch wahrscheinlich in die Tiefgarage, ne? Nee. Sagt ihr nicht, von der Küche aus ist ein Fahrstuhl in die Tiefgarage? Oder habe ich das falsch verstanden? Keine Ahnung. So, wir gucken aber mal hier rein. Ob hier irgendetwas ist. Okay. Hier ist so eine Art Speisekammer, ne? Ja, ja. So, jede Menge Säfte. Da oben sind irgendwelche, was sind das, Obstkonserven oder so? Cookies? Natürlich. Die sind ganz wichtig. Ah, okay. Hier ist sonst gar nichts, ne? Nee. Nee, hier ist gar nichts. So, was haben wir hier? Ah, okay, er hat einfach 2 Durchgänge, ne? So. Ah. Wäschekammer. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. Warum hat sich denn da keiner drum gekümmert?
So, hier ist nichts, nichts, nichts. Etwas enttäuschend. Und das ist hier auch kein sicherer Raum, ne? Das heißt, hier können wir auf jeden Fall keinen anzapfen. Nee. Okay. So, hier ist der Fahrstuhl. Aber ich will noch nicht runter. Nee, nee, nee. Wir gucken uns erst nochmal hier um. Ich will auch auf jeden Fall einmal nach oben. Genau. Okay, was das für ein Bild ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mögen die anscheinend Treppen. Oh, geile... Oh, guckt euch das an. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Oh Gott. Ich möchte dieses Haus haben. Ich möchte dieses Haus haben. Also. Einmal hier gucken. Warte mal. So, wir gehen mal hier rein. Wow. Wow, wow, wow. This is where I met Moore for the first time. Oh. Regenschirme. Aber es kommt mir hier verdammt wenig vor, was wir hier finden. Oh, guck mal hier. Oh. Gerade habe ich es noch gesagt. The mayor's deeds. The mayor's deeds. Ja, wir können es nicht lesen, ne? So, hier ist nochmal was. Stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camarias business. Okay. Geschäftiger Mann. So, was haben wir hier? Kann ich das nicht? Irgendwie kann ich... Nee. Irgendwie kann ich das nicht angucken. So, warte, hier ist noch was. A Boston manufacturer's files. Okay. Portfolios of old shares. Aber kann ich das... Wieso kann ich das nicht lesen? The mayor's deeds. Ja. Aber nichts davon kann ich irgendwie lesen, ne? So wie es aussieht. A Boston manufacturer's files. Ich würde das gern lesen. Da stehen doch bestimmt irgendwelche interessanten Sachen drin. Shares. Ja, ja, ja. Nee, anscheinend kann ich es leider nicht lesen. Okay. So. Son of a bitch wasn't messing around. Have you seen all that cash? Ja, ja. Der war schon ziemlich busy. Schloss knacken. Ich würde erst noch mal gucken, ob wir nicht irgendwo einen Schlüssel finden können. Wir gucken mal. Okay. So. Was haben wir denn hier? Richard Stanton, Präsident der Boston Region Metropolitan Planning Organization. 10 Parks Plaza, Boston. Betreff Renovierung und Erwerb des Grundstücks. Sehr geehrter Mr. Moore. Ich schreibe Ihnen, um Sie über die heutige Abstimmung im Anschluss an die vierteljährliche Stadtratssitzung zu informieren, bei der Ihre Renovierungs- und Akquisitionsprojekt mit einer überwältigenden Mehrheit von 89% genehmigt wurden. Mit dieser Entscheidung bekräftigt die Stadt ihre Unterstützung für ihren Mandanten und für die Mitglieder von MPO und Masdot. Sie werden in Kürze das endgültige Engineer-Paket von MPU und Masdot erhalten, das auch die akustische Messung rund um die Clubs ihres Kunden erhalten wird. Okay. So. Hier ist A noch was. souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Ich kann das aber alles nicht mitnehmen, ne? Alter! Bist du mal creepy? Was stimmt nicht mit dir? Alter! Schleicht er sich so an?
So, hier ist noch was. Nice collection. Working for us has its advantages. Das sind verschiedene Banknoten, ne? Ist hier noch irgendwas, was ich... Irgendetwas, was ich nehmen kann oder genauer untersuchen kann? Ne, sieht nicht so aus, ne? Ne. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Weil irgendwie finde ich noch nicht das, was ich haben will. Oh, das war eine Münze. Sehr gut. Aha. So, hier ist nichts mehr. Ne, hier ist tatsächlich auch ziemlich wenig. Okay, Computer. So, wo bist du? Du hast meinen Anruf nicht angenommen. Ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Wir brauchen dich heute Abend. Lass es mich wissen. B. Benötigte Akten. Jason, ich werde nach Akten gefragt, die du schon vor einer Woche hättest schicken sollen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber schick sie her. Wer ist B? Bin mir gerade nicht sicher. Buchungsbestätigung. Großer Jet geschartert für eine Reise von Boston nach Hongkong. Wollte er sich aus dem Staub machen? Wir wissen, er hat noch andere Kunden gehabt. Und er hat hier irgendwelche Kunden vernachlässigt, aber... Lydia and June at the beach. Oh, wie süß. Was steht da? Pura Vida. Das stand doch auch in ihrem Notizblock, ne? So, was haben wir hier? Oh, Schlüssel. Oh, geil. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gut. Hat sich ja doch gelohnt, sich hier ein bisschen umzugucken. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ugh, what a mess. A fortress security catalog. They install highly secure rooms. Wandsafe. Zum Schutz ihrer wertvollen persönlichen Gegenstände und wichtigen Dokumente verfügt der Wandsafe über eine 15-Punkt-Verriegelung aus Edelstahl. Ein elektronisches Schloss sowie eine unzerstörbare Tür ohne sichtbare Scharniere. Okay. Ich hoffe, den finden wir. So, wir konstruieren für sie einen versteckten Notausgang, der sich harmonisch in ihr Interieur anpasst. Unsere Schiebetüren arbeiten mit hydraulischer Technik, die völlig geräuschlos ist. Die Geheimpassage kann optional mit einem Abstellraum am Ausgang und einer 8-Punkt-Verriegelung ausgestattet werden. Versteckter Waffenschrank. Alter, wie viel versteckter Schutzraum. Dazu gehört die verdeckte 15 Punkte. Alter, so viele versteckte Sachen hier. Ist die Frage, ob wir das alles finden werden. So, mehr ist hier nicht. Oder? Hier ist noch was. Okay, ich kann das aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht warum. No, So. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Okay. Verdächtige Gegenstände. Bestimmte Gegenstände und Dokumente sind eine Gefahr für die Maskerade, wenn sie in gegnerische Hände kommen. Auch achte darauf, sie wieder zu beschaffen oder zu zerstören. Ansonsten steigt die Stufe des Verdachts. Alright. Okay. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Ich will wissen, was sie gefunden hat. War nur 46%.
Schande. Give her a chance to explain. Okay, Konfrontation. Bei einer Konfrontation musst du kämpfen, was? Um deinen Gegner zu überzeugen. Das Ergebnis einer Konfrontation wirkt sich auf die Entwicklung der Geschichte. Oh Gott. Phasen. Eine Konfrontation besteht aus einer bestimmten Anzahl von Phasen. Wie viele das sind, hängt vom Ziel der Konfrontation ab. Jede Phase endet als Sieg oder Niederlage. Scheitern. In jeder Konfrontation ist nur eine bestimmte Anzahl an Niederlagen gestattet. Wenn diese Zahl überschritten ist, verlierst du die... Oh Gott. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Oh Gott. Think very carefully about what you're going to say, Lane. I'll ask you one more time. What are you doing here? You're putting me in an awkward position. 39%. Das ist schon mal nicht gut. Okay, das würde gegnerischer Fokus 15%. Ihr drohen will ich eigentlich nicht. Ja, sehr schön, sehr schön. You know our rules. You know you don't have a choice. What are you playing at? I appreciate your consideration. I know that my life is in the balance. I'm listening. I was sent to get Mr. Moore and his papers. But why didn't the prince tell me? I don't know what's going on, but I really don't have time to lose. What do you... You can be sure I'll report this to both the council and the prince. No, please. I don't have a choice. I beg you. I'm only following orders. If you complain about me, I'm done for. Promise me you won't tell anyone about it. Please. I've always been a loyal servant of the council. I'm risking my life. Okay, das ist nur 32%. Nee, da haben wir keine Chance. Phase verloren. Shit. You're right. I really don't want to. So be it. This will be our secret. Fine. If we've both got to be here, we might as well work together. Well, I've already searched the wife's office. Nothing. Then I went through his office. It looks like someone has already cleaned it up. I didn't find anything. I'm working on the bookshelf in this hallway, and I found something here. What? A file on the domain's finances the council would rather not see end up in the police's hands. Give it to me. I must return to the court tonight. There's no need, sir. I have to destroy them. Nee, gib sie mir. Aber nur 46%. Sie muss es tun. Das wird schon mal nichts. Es ist in ihrem Interesse, mir zu helfen. Sie muss es tun. That's an order, Shit! Lehane. But I answer to the council, too. I'm sorry. Shit. Das war gar nicht gut. So, 41%. Ah, komm, wir machen mal. Unentschieden. Bitte, 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 bitte. Shit. Quit stalling, Lehane. Give me the files. I'm sorry. I can't. Sorry. I've got orders, Mr. Bazori. Lieutenant, over here. What is it, Lane? I just found these files. We need to take them to the Financial Crimes Unit. Come with me to the elevator, and I'll show you, sir. Warte. Nee, oh, Let's go. shit, das wollte ich nicht. I'll be seeing you soon, Sergeant Lehane. Ah, ich habe mich verklickt, verdammt. Oh, ich glaube, das ist gar nicht gut. Das ist, glaube ich, gar nicht gut. So, sammeln die Berichte der Erstgeborenen. Wo ist die Frage, wo wir die Berichte finden? Okay. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Ich kann das nicht lesen, ne? Ich verstehe nicht, warum ich das nicht lesen kann.
Bin ich falsch gelevelt? Falsch geskillt? Ich weiß es nicht. Oh, ich hänge hier fest. Okay, müssen wir halt so rum. Ja, es ist schon alles sehr merkwürdig. Hier gibt es auch so viele Geheimsachen. Geheimer Tresor, geheimer Raum. Ich weiß echt nicht mehr. Okay, da ging es nach unten. Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, wir werden uns hier noch reichlich umgucken müssen. A drafting So. table. That must be Lydia's desk. Ja. Okay, ich hoffe, wir werden hier ein bisschen was finden. Beim nächsten Mal. Ah, shit. Das ärgert mich, dass sie die Akte jetzt mitgenommen hat. Sieht ja so aus, als wenn die Polizei dementsprechend jetzt eine Beweisakte hat gegen die Vampire. Ich weiß es nicht. Okay, Leute, ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen und oh Gott. Ich glaube, das wird hier noch alles ganz schlimm enden. Alright, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag, vergesst den Daumen nicht und macht's gut. Tschüss!